Mein Ziel ist mir so weggebrochen vor Augen. Ich hatte halt natürlich einen vollkommenen Schlafmangel, also ich war halt eigentlich konstant müde. Und dann hatte ich irgendwie auch so komische Ödeme in meinem Körper, ich hatte dicke Lymphknoten. Dann kam irgendwann diese Lustlosigkeit und war halt nicht mehr so richtig mit Freude dann irgendwie dabei, weil ich halt einfach gar keine Erholung mehr hatte. Und dann, der Hörsturz war dann das i-Tüpfelchen noch, wo ich dann auch danach, war das dann zu Ende. Das hat mir alle Energie aus meinem Körper gezogen. So dieser Realisationsprozess, dass es so viele auch negative Seiten jetzt gerade gibt. Mein Name ist Luisa Grauvogel. Mit 26 hat sich mein Leben für immer verändert. Ich war Spitzensportlerin auf dem Weg zu den Olympischen Spielen. Doch ich habe meine Grenzen überschritten und musste aussteigen. Jetzt frage ich mich, wie geht normales Leben? Auf geht's, sehr guter Start von Grauvogel. Auer Schäfer kommt da gut weg. Schaut mal, wie schnell die Grauvogel da über die Hürden geht. Super schnell vorne mit dem Schwungbein. Das ist eine Klasse für sich über diese Disziplin oder in dieser Disziplin. Schau auf die Zeit. 12,96 Sekunden. Und dann habe ich aber wirklich auf meinem rechten Ohr halt nicht mehr gut gehört. Was ich auch zuerst dachte, das kommt so vom Weinen oder so. Und dann hat mein Freund auch mal gesagt, also musst jetzt mal zum Arzt. Also das ist schon komisch so mit deinem Ohr. Und dann bin ich da hingegangen und dann hat er halt gesagt, ja, hörst halt nur noch 30% auf deinem rechten Ohr. Das Erste, was er mich dann gefragt hat, haben Sie Stress? Und ich wollte so sagen, ja, ich habe so viel Stress, es ist einfach alles viel zu viel gerade und so. Und hätte dem da am liebsten mein ganzes Herz ausgeschüttet, einfach so wegen so einer kleinen Frage, die er mir da gestellt hat. Und da wusste ich halt, ja, also das ist auf jeden Fall körperliche Signale. Ich fühle mich ganz schlecht und ich habe ständig das Gefühl, ich müsste mich da auch fremden Menschen irgendwie da so offenbaren mit meinen Sachen. In den Müll tun. Wieso? Ich kann doch hier den Müll jetzt noch draufhäufen, solange ich die Knobi-Zehen hier nicht wegwerfe. Du kannst da ein Stück abschneiden. Ich nehme gleich zum Hacken, nehme ich gleich das Riesenmesser, aber ich hatte Angst, dass ich mich damit schneide. Und wenn du schneide. dann schälst, guck, kommst du dran. Aber ich komme ja, boah, das ist auch so ein geruchsintensives Zeug. Ei. Ja, also ich habe halt deshalb nie gekocht so, weil irgendwie auch von unserer Ernährungsberatung und vom Verein, das war halt irgendwie immer so, ja, dann kannst du irgendwie nach dem Training so einen Proteinshake und dann in die Uni und dann abends muss es ja auch irgendwie schnell gehen. Und dann halt Nährstoffe war jetzt nicht unbedingt, welche Nahrungsmittel das jetzt enthalten, sondern wirklich, wo ist jetzt Vitamin C drin, kann man das irgendwie substituieren in Form von einem Pulver oder irgendwie im Proteinshake oder so irgendwas. Hast du gedacht, du kriegst mal Essen von mir? So schick serviert. So ein leckeres. Ja. Na dann. Auf dich, Lu. Auf dich. Irgendwann, da ist sie komplett zusammengebrochen und lag nur noch heulend auf dem Boden und man merkte, da ist gerade gar kein Griff mehr, an dem sie sich rausziehen kann, an dem sie sich festhalten kann. Und ich war auch einfach nur schockiert, weil man in dem Moment gar nichts mehr sagen konnte. Weil wirklich nicht das eine Problem jetzt aktuell da war, man jetzt nicht sagen konnte, okay, der Wettkampf war schlecht, wir gehen jetzt zum nächsten über, sondern es war so der Moment, wo man gemerkt hat, okay, von diesem Moment an wird nichts mehr so sein wie vorher. Das ist sehr schwer, das einzugestehen und das zu sagen, das schaffe ich nicht mehr. Mittlerweile kann ich entspannt zur Uni gehen. Das war früher anders. Ich bin halt immer so um 5:30 Uhr dann irgendwie aufgestanden und dann halt zum Fitnessstudio gegangen. Habe dann dort so
eine Stunde 30, so 90 Minuten halt ein bisschen Krafttraining gemacht morgens. So gegen 8:30 Uhr ungefähr war ich dann wieder zu Hause. Habe dann noch mal was gefrühstückt. Genau, und dann musste ich auch schon los zur Uni und habe da halt zusammen mit einem Betreuer gearbeitet, der halt aber natürlich nur in der Forschung war. Und als ich dann da ankam, war der manchmal sogar schon so ein bisschen genervt, weil ich ja schon zu spät war. Also 18:30 Uhr, 19 Uhr war ich dann dort fertig in Köln im Labor und habe dann da halt in Dormagen dann nochmal so Techniktraining gemacht, also meistens so irgendwie Weitsprung, Hochsprung, manchmal auch Würfe, Hürden oder Sprinttraining. Das war dann wieder 2 Stunden, dann habe ich da geduscht und bin dann nach Hause gefahren. Dann musste ich manchmal nochmal was lesen irgendwie, dann für die Uni am nächsten Tag und dann bin ich irgendwie so um 12 oder 1 dann ins Bett gegangen. Eigentlich fing alles mit der Europameisterschaft 2018 in Berlin an. Einer meiner schönsten und schlimmsten Momente. Da war eine große Pause nach dem Speerwurf und dann wollten wir nochmal zurück zum Hotel, um uns halt ein bisschen auszuruhen vor dem Lauf. Und dann hatten wir da halt einen schlimmen Autounfall und dann musste ich halt ins Krankenhaus, habe total viel geblutet und konnte dann leider diesen Wettkampf natürlich nicht mehr beenden. Danach hat sich dann herausgestellt, dass das auch im Prinzip dazu geführt hat, dass ich dann nicht mit zu Olympia konnte, weil wenn ich den Wettkampf zu Ende gemacht hätte, dann wäre ich dafür auf jeden Fall qualifiziert gewesen. Und dann kam der Punkt, da habe ich so gesagt, Papa, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich werde einfach nicht glücklich irgendwie, egal was ich mache. Auch Sachen, die mir vorher Spaß gemacht haben. Und ich wusste, dass das auf jeden Fall so eine Art Depression ist. Und habe dann auch recherchiert, welche Psychologen es halt in Köln gibt, wo ich halt hingehen könnte. Und dann habe ich in einem Moment, wo ich auch wirklich alleine war und auch gerade wieder in einem ziemlichen Tief war, dann den Hörer in die Hand genommen und habe angerufen. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass es natürlich schwierig ist, wenn man den Selbstwert so fragil an nicht den Beifall von außen hängt. Ne? Ich hatte daran Spaß und ich war auch erfolgreich, aber ich wollte es halt, deshalb bin ich auch mit meiner Entscheidung so klar, ich wollte den Sport nur dann machen, wenn ich wirklich das aus Spaß mache. Also wenn das Motiv wirklich ist, dass ich das gerne mache und nicht irgendwie, was ich machen könnte. Das hatte ich im Sport super oft, dass ich dachte, hätte ich doch mal lieber jetzt irgendwie mehr für die Uni gemacht, hätte ich lieber mal die Klausur noch mitgeschrieben, wo ich im Trainingslager war. So Sachen halt. Also das ist immer wieder gewesen, dieses Bereuen von Dingen, Entscheidungen, die man getroffen hat. Das ist natürlich im Prinzip die Definition einer Krise. Natürlich ging der Leistungssport einher mit einer gewissen Persönlichkeitskonstellation, Disposition, die wir bezeichnen würden als Zwanghaftigkeit. Weil diese Disposition ein sehr fruchtbarer Boden für Depressivität ist. Obwohl ich weiß, dass es Blödsinn ist, kämpfe ich fast täglich mit negativen Gedanken, mit dem Gefühl, irgendwie versagt zu haben. Also ich habe tatsächlich auch einen Unterschied mitbekommen, weil du auf einmal spontaner Zeit hast. Du hattest an meinem Geburtstag Zeit. Ja. Das fand ich sehr schön. Einfach an deinem Geburtstag mit dir im Ding. Ja, oh mein Gott. Also man fühlt sich da schon manchmal wie so ein Fremdkörper irgendwie, weil man immer so dachte, so dieses Feiern und befreit sein und Spaß haben, das ist sowas für die anderen. Ich bin irgendwie jetzt hier Sportler, ich muss früh ins Bett gehen und so weiter. Aber wenn ich mit Freunden unterwegs bin, die jetzt mit dem Sport nicht so viel zu tun haben, dann ist es schon anders. Da kann ich mich da auch ganz frei ausleben und fühle mich da nicht so fremd mehr. Ich weiß, wie Luisa, wie wichtig es ihr immer war, eigentlich auch mit der Familie Zeit zu verbringen. Und also ich kann mir vorstellen, dass Luisa das jetzt gerade sehr genießt, dass sie da mehr Möglichkeiten hat. Du wirktest so erleichtert, als du dann gesagt hast, okay, ich höre jetzt auf. Wirklich, als wäre so ein riesiger Klotz von dir gefallen. Und das war sehr schön. Im Sport, da wird halt genau gemessen, wie viel Muskelmasse hat man im Körper und wie viel Fettmasse hat man so im Körper. Und das war bei mir dann immer so, ja, zwischen 14 und 16 so irgendwas. Normal für eine Frau ist zwischen 20 und 30. Ja, dann habe ich mich auf die Waage gestellt und da zeigte das halt irgendwie an, ich glaube 24,8% Körperfett. Und dann stand da so ganz groß normal.
obwohl das natürlich normal ist und das auch da steht, dass das normal ist, war das so schlimm für mich, weil ich so dachte, okay, ich bin jetzt von 16% auf fast 25% hochgegangen. Das ist ja riesig viel. Also wenn man das im Sport, wenn ich in einem Jahr irgendwie 16 hatte und dann vielleicht mal 17 hatte, dann war das schon so, oh, du hast voll Fett zugenommen, du musst abnehmen. Auf dich selber zu hören, auf deinen Körper zu hören und deine mentale Gesundheit, das ist so wichtig und ich finde sehr schön, dass du auf dich selber achtest. So. Ich arbeite in einem der führenden Labore weltweit. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich immer noch einen gewissen Druck. Es war so, dass die Luisa das gar nicht groß thematisiert hat. Sie wollte da auch keine Sonderstellung haben unter den anderen Studierenden. Sondern sie hat gesagt, ich möchte das hier machen mit der Biochemie und dann muss ich auch das leisten, was dort von mir verlangt wird. Beides zur Hälfte zu machen, ich denke mal, das war bei ihr so gereift, die Entscheidung, dass das wird sie in beiden Fronten nicht voranbringen. Ich habe dann ganz oft auch von Leuten gehört, Luisa, du bist so talentiert, warum wirfst du wirfst dein ganzes Talent weg? Andere Leute wären gerne so talentiert wie du. Das habe ich ganz oft gehört, so, du wirfst dein Talent weg. Und ich denke so, nein, also ich merke jetzt halt gerade, ich kann auch was anderes gut und ich gehe auch da auf. Und mir macht das jetzt sogar vielleicht so ein bisschen mehr Spaß als das andere. Und das ist ganz schwer, dann halt natürlich da wegzukommen, wie von einer Droge. Also das ist wirklich so, also man hat das immer schon so gemacht. Es macht einem auch Spaß. Es ist nicht so, dass ich jetzt denke, alles Kacke, alles blöd. Aber es ist halt irgendwie, vielleicht ist was anderes ein bisschen wichtiger geworden. So, die Zellen sind jetzt quasi hier so drin, also in meinem Medium. Und die kann ich jetzt die Zentrifuge so einstellen, dass quasi die Zellen am Ende so ein Pellet bilden. Also damit ich die dann nachher noch mal resuspendieren kann in neuem Medium und die dann sozusagen dann aufteilen kann auf verschiedene Behälter. In der Forschung gibt es nur die Goldmedaille. Okay? Es gibt nur die Möglichkeit, als Erster etwas zu finden. Man kann nicht als Zweiter den Mond entdecken. Wir hatten jetzt zum Beispiel das Thema, dass sie ja die Chance hat, nach Harvard zu gehen. Und ich musste sie da wirklich mal so ein bisschen auf den Boden bekommen und habe ihr gesagt, so Sachen wie nach Harvard gehen, das kenne ich nur aus dem Film. Und die haben sie ja nicht genommen, weil sie hier in Deutschland eine Sportlerin war oder weil sie in den USA eine Sportlerin war. Und die haben das auch explizit gesagt. Die haben gesagt, dein Profil passt hier super gut rein, wir wollen dich. Und dann hat sie irgendwo gesehen, dass der Professor, der das gesagt hat, auch mal in seinen Jugendjahren, die inzwischen auch 50 Jahre zurückliegen, auch mal Sport gemacht hat. Und hat als erstes gesagt, ja gut, er fand das halt schön, weil ich selber auch ein D1 Student Athlete war. Und ich habe gesagt, nee, Luisa, das stimmt nicht. Der will dich, weil du so bist, wie du bist. Und das ist eine Riesenleistung. Jetzt merke ich halt, dass ich natürlich jetzt genau diesen Perfektionismus auch an den Tag lege, wenn ich andere Sachen so angehe. Also sprich in der Uni will ich, dass meine Experimente im Labor, dass das immer klappt und bin dann irgendwie total genervt, wenn da irgendwie mal was nicht funktioniert. Das fällt mir sehr schwer, das ein bisschen abzulegen. Aber das hat mein Psychologe mir auch gesagt, dass das wirklich eigentlich das ist, was ich jetzt am meisten bearbeiten muss, dass ich davon mal so ein bisschen wegkomme.